In mehreren Studien ist der Prime-Scan von Sirona als Sieger vom Platz gegangen. Ob das wirklich so ist, möchte ich heute mit dem knallharten D2D-Test herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Die Firma NWD war so freundlich, uns ihren Prime-Scan zur Verfügung zu stellen. Hier ist das gute Stück. Vorgestellt 2019. Auf der IDS habe ich ihn einmal ausprobiert, war damals noch nicht so ganz überzeugt. Bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, was die Firma Sirona betrifft bezüglich ihrer Closed-Shop-Strategie. Angeblich haben sie sich geöffnet. Ob das wirklich so ist, werden wir herausfinden. Das Gerät, was hier zu meiner Rechten steht, ist ein Tower, wie unschwer zu erkennen ist, 38 Kilo schwer mit einem verbauten Akku. Das finde ich persönlich relativ smart. Angeblich erreicht man so eine Arbeitszeit von bis zu 60 Minuten. Schwenkbarer Monitor, komplett schwenkbar. Ermöglicht dem Behandler ein sehr komfortables Arbeiten. Touchpad hier oben, hier unten auch nochmal ein Touch-Mauspad. In dem Kart selber verbaut. Das finde ich zum Beispiel im Vergleich zum Aitero, den wir euch ja auch schon vorgestellt haben, der wirklich ein in sich komplett geschlossenes System ist, wo man überhaupt keinen Einfluss auf den Rechner hat, ist hier wirklich ein ganz normaler Windows 10 Rechner drin verbaut, den man wirklich auch wie einen normalen PC bedienen kann. Das heißt, wir hatten zum Beispiel diesmal den Vorteil, wir können unser Aufzeichnungstool, womit wir euch die Onscreen-Aufnahmen aufzeichnen, ganz normal aufspielen. Fand ich persönlich relativ smart. So. Kommen wir zum Handstück. Das ist ein ordentlicher Brocken. Er ist nicht ganz so unhandlich wie der vom Aitero. Von der Gewichtsklasse sind sie aber in derselben Liga. Ich finde ihn relativ hecklastig. Obwohl ich große Hände habe und auch nicht der Schwächste bin, finde ich ihn relativ unhandlich. Was mir gefällt: wir haben ein sehr großes Field of View. Mal sehen, wie sich das gleich beim Scannen auswirkt. Das Fenster ist geschlossen, das heißt keine Gefahr der Bakterienbesiedlung und auch kein Eintauchen des Zahns ins Scanfenster. Die hier montierte Spitze, man kann sie auch abnehmen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ist wischdesinfizierbar und Heißluftautokllavierbar. Es gibt auch Spitzen zum Einmalgebrauch, dann in Kunststoffausführung. Preis konnte mir irgendwie noch keiner nennen. So, haben wir jetzt auch drauf. Und es gibt wohl auch eine normal autoklavierbare Spitze. Die wurde mir nur nicht mitgeliefert. Worauf es aber wirklich ankommt, ist das Innenleben dieses Handstücks. Der Scanner arbeitet optisch. Hier drinnen ist eine Linse, die ist beweglich aufgehangen. Und die bewegt sich 10 Mal pro Sekunde vor und zurück, sodass ich eine optimale Tiefenschärfe erreichen kann. Er arbeitet mit blauem Licht. Laut Sirona hätte das den Vorteil, dadurch, dass blaues Licht das sichtbare Licht mit der kürzesten Wellenlänge ist, dass wir dadurch keine Penetration der Oberflächen haben und wirklich die reale Oberfläche abtasten. So sagt es Sirona. 50.000 Bilder pro Sekunde werden aufgenommen und dabei werden 1 Million Bildpunkte gleichzeitig erfasst pro Sekunde. Die Weiterverarbeitung dieser Daten findet auch noch, hier hinter ist dann noch der Chip verbaut, da findet dann noch die weitere Verarbeitung statt und dann geht das Ganze eben zum Tower rüber. Eine weitere Besonderheit, die Sirona lobend hervorhebt, ist, dass hier keine Triangulation stattfinden würde. Triangulation heißt, dass der Ausfallwinkel nicht gleich dem Einfallswinkel ist. Das heißt, ich habe sich kreuzende Strahlengänge. Und dadurch kann es dazu kommen, wenn die so überlappen, dass ich hier unten einen Todpunkt habe, der nicht sauber erfasst wird. Sirona behauptet, dass beim Prime-Scan die Strahlen alle parallel ausgerichtet sind und denselben Einfall- wie Ausfallwinkel haben, sodass ich so eben keine Fehlstellen mehr im Scan habe. Kommen wir zum Thema Preis. Den Prime-Scan gibt es prinzipiell in 2 Ausfertigungen. Sind aber eigentlich Softwarelösungen. Ihr könnt ihn entweder mit dem Cerex-System kaufen, dann liegt ihr bei 50.000 €. Das heißt, ihr bleibt in der Sirona-Welt. Wenn ihr nicht in der Sirona-Welt bleiben wollt und kein Cerex benötigt und Sirona verspricht, dass sie einen zertifizierten Übergabeprozess der STL-Dateien in die Exocad liefert, liegt ihr mit 40.000 €. Seid ihr dabei. Zusätzlich kommt noch hinzu, der von mir schon erwähnte Akku ist nicht standardmäßig verbaut. Der schlägt nochmal mit 1.200 € zu Buche. Ob
der Primescan wirklich sein Geld wert ist, werden wir nun in unserem bewährten Test herausfinden. Wie üblich beginnen wir mit dem Modellscan. So, wir haben wieder unser allseits bekanntes D2D-Modell, sonst wäre es ja kein vergleichbarer Test. Den Fall habe ich schon angelegt, geht relativ komfortabel übers Touchpad. Manko wieder, keine VDDS-Schnittstelle, man muss wieder alles eingeben. So, Scanner nehmen. Man geht auf Aufnahme und den Scan startet man, indem man den Fußtaster, der sich hier unten befindet, einmal mit dem Fuß antippt. Das Klackern, was man hört, ist die Linse, die sich bewegt. Der Scanner ist unheimlich schnell. Hat wirklich ein schön großes Field of View. Auch mit einer vernünftigen Tiefenschärfe. So, noch die letzten Fehlstellen. Dieses U-Boot-Plingen, was so klingt wie so ein Sonar, zeigt mir an, dass er noch sauber aufnimmt und weiß, wo er ist. Und das war schon der Oberkiefer. Dasselbe machen wir noch mal im Unterkiefer. Also die Geschwindigkeit ist wirklich bombastisch. Wobei ich ja immer sage, dass die Geschwindigkeit sekundär ist. Viel wichtiger ist mir ja, ob meine Aufnahme sauber ist und ob ein Scan jetzt 1,30 oder 2 Minuten dauert. Das ist dann am Ende auch nicht kriegsentscheidend. Das war der Unterkiefer. Letzter Schritt, das Ganze noch in einen Biss setzen. Da hat er die erste Seite. Und die zweite Seite nochmal zum Alignment. Fertig. Er zeigt mir an, er hat seinen Biss sauber gefunden. Rasend schnell. Hervorragend. Gefällt mir. So, ich drehe es mal für den Kameramann ein bisschen. Ich könnte nun noch zusätzlich hier Biokopie Unterkiefer. Das ist, wenn ich einen Pre-OP-Scan machen möchte, kann ich mir da noch meinen Scan reinsetzen. So hat es mir zumindest der befreundete Außendienst erklärt. Scan-Body könnte er, Oberkiefer, Unterkiefer. Werde ich demnächst auch alles nochmal am Patienten ausprobieren. Wie gesagt, das Gerät haben wir jetzt gerade erst erhalten. Ich teste es heute für euch live. Weiter geht's zum Patienten und da darf der Flo wieder mit ins Spiel kommen. Bis gleich. So, der gute Flo darf wieder herhalten. Dann wollen wir doch mal gucken, wie sich der Primescan im Patienteneinsatz schlägt. Wie vielte Schiene wird das dann? Keine Ahnung. Darfst du noch mal Grills machen. Das Grills-Video findet ihr übrigens hier. Ich sollte auch noch auf Aufnahme klicken, ne? Dann geht's auch was. Also auch im Patientenmund, die Geschwindigkeit ist atemberaubend. Da hat er sich jetzt verloren. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt, der Flo ist ja schon so ein kleiner Speichler. Und man merkt, wenn es feucht ist, hat er doch ein bisschen Probleme. Kann auch sein, dass es zusätzlich noch hier am Licht liegt, ziemlich hell. Wobei auf dem Modell hat er ja eigentlich sehr sauber gearbeitet. Da war es genauso hell, ne? Also Distal 7er, merkt man, ist die Aufnahme schwierig hinzukriegen. Da ist das Mundstück dann doch relativ klobig. So. Und schwer ist es. So, letzte Fehlstellen.
Hier ist noch so ein kleiner Versatz. Gut. Das war der Oberkiefer. Ja? Da kommst du mit dem Griffstück nicht. Das ist aber für jeden Scanner schwer. Oh. Ah, guck mal, man kann direkt verschieben. Das finde ich gut. Ich hatte den Unterkiefer angeklickt. Was macht er jetzt? Hat er genommen. Okay. Das ist intuitiv. Das finde ich jetzt wirklich mal gut. Das war übrigens nicht geplant, bevor es hier heißt, wir machen hier. So. Und mit dem Unterkiefer geht's weiter. Ja, und da sieht man jetzt, da hat er Probleme. Keinen Dauer halten. Gucken wir mal, was geht. Nee. Das mag er gar nicht. Löschen wir einmal und fangen nochmal von vorne an. Und da sieht man es jetzt deutlich. Er nimmt es zwar auf, aber es wird deutlich ungenauer mit dem Speichel. Weil das können andere Scanner doch etwas besser. Geht's bei dir? Mhm. Was er hat, ist, er hat eine schöne Fehlerkorrektur. Da kann man nicht meckern. Das findet auch alles noch im Handstück statt. Durch die vielen Bildpunkte kann er da wirklich eine saubere, schnelle Fehlerkorrektur machen. Das gefällt mir. So, noch ein bisschen von Lingual, dann haben wir es auch. Dann bist du gleich erlöst nach deinem Biss. Soll uns reichen. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt hier die Artefakte gleich rausrechnet. So, der Biss. Bitte einmal zubeißen. Nummer 1. Noch einmal öffnen, noch einmal schließen bitte. Und Nummer 2. Gut. Vom Mundgefühl her angenehm, weil die Spitze metallenes war. Du stehst auf Edelstahl. Es ist die externe Heizung im Griffstück oder im Mundstück. Aha. So. Tja. Der Rechenprozess dauert relativ lange. Klar, er hat viele Daten. Ich kann dich eigentlich schon mal aufrichten. Ne? Darfst auch wieder teilhaben. Ist erstaunlich, trotz großem Rechner, potenter Hardware und eigentlich guter Kühlmöglichkeit. Ne? Mhm. Und wir sind auch am Strom, wir sind nicht auf Akku. Ja. Auch wenn uns der Hersteller versprochen hat, dass die Performance mit Akku nicht runtergehen würde. Haben wir das schon ausprobiert? Nee. Mache ich jetzt Mal einen nicht. Stecker. Wo man sagen muss, auch bei mir mit dem relativ potenten Notebook, das dauert Ja. sehr lange. Ach, guck dir das an. Schön. Sauber. Das
Mal eine Verzahnung. Ja. So, den Prozess des Versendens. Dazu müssen wir auch noch was sagen. Ich finde ihn ja ein bisschen friemelig. Man muss sich anmelden mit seinem Kennwort. Das Labor musste auch einen eigenen Account anlegen, dadurch, dass wir eben nicht die Zerec-eigene Software nutzen. Das kostet nochmal extra, ich glaube 1.500 Euro. Nee, Zerec kostet 10.000 Euro mehr als... Nein, die Lizenz fürs Labor. Ach so. Wenn man an mehr als ein Labor schicken möchte, kostet das nochmal 1.500 Euro extra. Okay. So, jetzt muss ich die Auftragsdaten eingeben. Ich muss nochmal das Geschlecht benennen. Dann muss ich sagen, wann ich es geliefert haben will. Wir drehen am 18.12. Ich will es am 24.12. Morgens um 7 reicht. Vergessen, Streik. Morgens um 7 reicht übrigens. So, in den Warenkorb. Ich könnte hier jetzt noch mit eingeben, irgendwelche Angaben, wie ich es haben will, was ich genau haben will. Also einen digitalen Laborauftrag. Da haben wir es. Und jetzt gehen wir auf Warenkorb senden. Jetzt fragt er mich nochmal meine Daten ab. Und jetzt gebe ich es in Auftrag und dann kriege ich gleich eine E-Mail, dass es versendet wurde. Und ich kriege eine, dass ich Arbeit habe. Jawohl. Das war es mit unserem Patientenscan. Kommt nachher noch das Fazit. Mir gefällt unheimlich gut, dass der Scanner enorm schnell ist. Die Aufnahmequalität finde ich auch gut. Ich finde ihn ein bisschen flüssigkeitssensibel, das heißt bei Speichelfluss wird er langsamer und meiner Meinung nach auch ungenauer. Das Griffstück ist mir persönlich zu groß. Ich finde auch den Kopf relativ klobig. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann euch noch kein abschließendes Fazit geben. Mein vorläufiges Fazit ist, er ist okay, wird aber nicht mein Lieblingsscanner. Dies ist aber wirklich nur ein vorläufiges Fazit, denn wirklich ausreichend genutzt habe ich den Scanner noch nicht. Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen und komme dann nochmal mit meinem endgültigen Fazit auf euch zu. Schreibt mir gerne auch eure Erfahrungen mit dem Primescan, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Scannersystemen, würde mich wirklich freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund!